Hallo und willkommen in meiner Küche. In diesem Video zeige ich, wie ich diesen leckeren Heidelbeerkuchen backe. Durch die Erwärmung der Heidelbeeren beim Backen entwickeln sie ihren vollen Geschmack und der Kuchen ist wirklich ein Genuss. Die gewaschenen Heidelbeeren werden auf ein Handtuch gegeben und bis zum Gebrauch zur Seite gelegt, damit das Handtuch die Feuchtigkeit aufsaugen kann. Den Boden meiner Springform kleide ich mit Backpapier aus. Eingefettet zu werden braucht sie nicht. Der Backofen wird auf 180 Grad vorgeheizt. Nun geht es los. In die Rührschüssel gebe ich 120 Gramm Butter, die weich sein sollte. Sie wird einmal kurz durchgerührt, dann kommen 60 Gramm Zucker, ein Ei sowie eine Prise Meersalz dazu. Die Zutaten werden miteinander verrührt, damit sich der Zucker in Ei und Butter auflösen kann. Je weicher die Butter, desto schneller geht es. Des Weiteren wird ein Viertel Teelöffel Backpulver dazugegeben, welches ich durch ein Sieb streiche, damit eventuelle Klümpchen zerrieben werden. Dann kommt das Mehl dazu, 150 Gramm. Es braucht nicht gesiebt zu werden. Das Mehl wird eingerührt, wobei der Teig erheblich fester wird. Jetzt hätte ich beinahe noch die Zitronenzesten vergessen. Mit Hilfe eines Zestenreißers gebe ich den Abrieb von ungefähr einem Achtel der Oberfläche einer unbehandelten Zitrone in den Teig und rühre ihn unter. Mit einem Teigschaber werden die Spritze am Rand der Schüssel noch eingerührt, damit die Zutaten auch alle schön vermischt sind. Der Teig wird nun in die Springform gefüllt und gleichmäßig verteilt. Den Rand ziehe ich nicht hoch. Diesen Teigboden backe ich zunächst ohne die Früchte, damit die Heidelbeeren zum einen nicht in den Boden einsinken und zum anderen auch, damit sie nicht zu lange der Hitze des Backofens ausgesetzt sind und womöglich aufplatzen. Der Teig wird in den mittlerweile heißen Ofen gegeben und 15 Minuten bei 180 Grad gebacken. Während der ersten Backzeit bereite ich die Streusel vor. In die Schüssel gebe ich zuerst 100 Gramm Mehl, 50 Gramm Zucker, 80 Gramm Butter, einige Zesten meiner unbehandelten Zitrone sowie 30 Gramm gemahlene Mandeln. Mit gewaschenen Fingern werden diese Zutaten nun von Hand verknetet, wobei man das Mehl in die Butter hineindrückt. Es geht eine Weile, vielleicht 2 bis 3 Minuten und die Streusel sollten bröselig sein. Wenn sie wie hier bei mir etwas zusammenkleben, weil die Butter sehr weich war, gibt man sie in den Kühlschrank, dann zerfallen sie leichter. Die 15 Minuten Backzeit ist um und der Boden wird aus dem Ofen genommen. Die Oberfläche ist nun so weit gebacken, dass sie fest geworden ist. Die Heidelbeeren können nun gleichmäßig darauf verteilt werden, ohne dass sie in den Teig einsinken. Im Anschluss daran werden die Streuseln darauf verteilt und zu guter Letzt gebe ich noch ungefähr 2 Esslöffel Mandelblätter auf die Streusel. Das sieht nicht nur schön aus, einmal gebacken entfalten sie wunderbare Röstaromen. Hier habe ich einen Tortenring aus Edelstahl. Da beim Backen der Rand eines runden Kuchens zum Austrocknen neigt, er erhält ja Hitze von 2 Seiten, spanne ich den Tortenring um die Außenwand meiner Springform. So gebe ich den Kuchen zum weiteren Backen in den Ofen. Die Temperatur reduziere ich auf 170 Grad Celsius. Die zweite Backdauer beträgt ungefähr 30 Minuten in meinem Ofen. Passt bitte auf, bei euch kann das anders sein. Wenn die Streusel zum Beispiel nicht braun werden sollten, kann man eventuell gegen Ende noch etwas Oberhitze geben. Während dieser Backzeit bereite ich noch eine Glasur vor. In eine Schüssel gebe ich 2 Esslöffel Puderzucker und 2 Teelöffel Rum und verrühre diese Zutaten. So sieht der Kuchen nach dem Backen aus. Nach dem Entfernen des Randes der Springform wird auf den noch heißen Kuchen die Glasur gegeben. Das ist ganz einfach. Man verteilt sie, wie gezeigt, kurzerhand mit einem kleinen Löffel und sie zerläuft von alleine. Mit Hilfe eines Tortenhebers wird die Bodenplatte der Springform entfernt
und der Kuchen auf dem Backpapier auf Kuchendraht auskühlen gelassen. Um ihn ohne Papier auf eine Tortenplatte setzen zu können, wird er zunächst vom Kuchendraht auf die Arbeitsfläche gegeben. Der Tortenheber wird zwischen Papier und Teigboden geschoben, mit dem Finger darunter wird das Papier festgehalten und dann wird der Kuchen auf den Tortenheber befördert. Nun kann man ihn auf die schon bereits stehende Tortenplatte schieben. Um ihn nicht doch noch zu zerbrechen, sollte man mit der anderen Hand möglichst breitflächig nachhelfen. Und um den Kuchen nun so richtig in Szene zu setzen, verteile ich noch etwas Puderzucker oben auf. Er wird in ein Sieb gegeben und mit einem Löffel durchgestrichen. Das Sieb sollte möglichst hoch gehalten werden, dann ist der Streuwinkel größer. Und so sieht der Kuchen aufgeschnitten aus. Der Kuchen ist weich und die Streusel sind knusprig, verbunden mit etwas Crunch der Mandelblätter. Die Heidelbeeren schmecken wunderbar und schmelzen auf der Zunge. Ich hoffe, ihr probiert diesen Kuchen einmal aus. Er hat ein erstaunliches Aroma. Das Rezept findet ihr am Ende des Videos. Ich hoffe, ihr probiert es einmal aus. Viel Spaß beim Backen und wie immer, guten Appetit! Hier ist das Rezept. Ich lese es noch einmal vor, damit es auch übersetzt werden kann. Für den Teig benötigt man 150 Gramm Mehl, 120 Gramm Butter, 60 Gramm Zucker, ein Ei, eine Prise Salz, eine Messerspitze Backpulver, ein Achtel der Oberfläche einer Zitronenschale und 200 Gramm Heidelbeeren. Für die Streusel benötigt man 100 Gramm Mehl, 80 Gramm Butter, 50 Gramm Zucker, ein Achtel der Oberfläche einer Zitronenschale, 30 Gramm Mandeln gemahlen, ca. 15 Gramm Mandelblätter. Für den Guss benötigt man 2 Esslöffel Puderzucker, 2 Teelöffel Rum und zum Bestäuben ungefähr einen halben Teelöffel Puderzucker.